Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich einen schnellen Einstieg in die wichtigsten Funktionen von Caldo geben. Caldo ist ein unglaublich flexibles, vielfältiges und starkes Tool, das sich in ganz verschiedenen Bereichen der Musikproduktion einsetzen lässt. Beispielsweise können wir damit die Anschlagsdynamik eines Instruments simulieren. Wir können es auch im Sample Sound Design nutzen, um damit aus einem Sample viele verschiedene Intensitätsstufen zu generieren. Oder wir nutzen das im Mix, um damit einzelne Instrumente sehr weit hervorzuheben oder denen mehr Dynamik zu geben, als sie vielleicht sogar selbst erzeugen können. Wir schauen uns das Ganze direkt mal in Cubase an. Ich möchte Caldo gerne nutzen, um die Snare in diesem Projekt noch dynamischer zu gestalten. Dafür lade ich Reaktor 6 in der Effektversion als Inset-Effekt auf dem Kanal der Snare. Hier drin kann ich nun Caldo öffnen und los kann's gehen. Caldo bringt direkt 64 Presets mit, die für ganz verschiedene Anwendungen in der Praxis gestaltet wurden. Ich möchte in diesem Fall in der Rhythmic Section mal das Preset Crushed Drum Bass laden. Und das ist direkt einsatzfähig, um damit die Intensität unserer Snare Drum zu steuern, indem ich diesen großen Intensity Slider hier in der Mitte nach oben und unten bewege. Caldo nutzt ein Set aus 8 hochwertigen Effektmodulen, mit denen sich die Intensitäten simulieren lassen. Und all diese 8 Effektmodule werden über diesen zentralen Regler in der Mitte gesteuert. Der hat seine Neutralposition genau in der Mitte bei 64, damit ist das Signal also weder in die eine noch in die andere Richtung gefärbt. Wenn wir ein Instrument sanfter anschlagen, beispielsweise die Saite einer Gitarre sanfter anzupfen, dann wird sie dadurch nicht nur leiser, sondern sie verändert auch ihre verschiedenen Klangparameter dabei. Zum Beispiel hat sie weniger Höhen- und Tiefenanteile, als wenn sie normal angezupft wird, und zum Beispiel klingt sie schneller aus und hat weniger laute Transienten, also die ersten Momente des Anzupfens sind im Verhältnis weniger laut. Das simuliert Caldo durch diese beiden Effektmodule Filter und Transient Cut auf der unteren Seite, der blauen Seite des Plugins. Filter gibt uns die Möglichkeit, per High Cut und Low Cut Filter die Tiefen und die Höhen entsprechend wegzunehmen. Transient gibt uns die Möglichkeit, die Attack, also die Transienten, und die Release, also den Ausklang unseres Sounds, zu verkürzen bzw. abzusenken. Der Einfluss dieser beiden Effektmodule auf das Signal wird mit dem Intensitätsslider in der Mitte skaliert. Je weiter unten der Intensitätsslider ist, desto stärker ist der Einfluss von Filter und Transient Cut auf das Signal. In der Position 64 ist beides neutral. In der linken oberen Ecke jedes Effektmoduls lässt sich der Effekt an- und abschalten und damit lässt sich auswählen, ob man beide Effekte oder nur einen für den unteren Bereich von Caldo nutzen möchte. Außerdem gibt es an der linken Seite jedes Effektmoduls einen Skalierregler, der die Range dieses Effektes einschränkt. So kann beispielsweise der obere Teil der sanften Seite von Caldo nur durch Transient beeinflusst werden und ab dieser Position greift das Filter dann zusätzlich. Dadurch lässt sich der Einflussbereich jedes der 8 Effektmodule also sehr detailliert gestalten. Auf der anderen Seite von Caldo findet sich der rote Bereich, nämlich der für die stärkere Intensität. Wenn Instrumente stärker angeschlagen werden, dann verändert sich wieder eine Vielzahl von Parametern. Und das bilden wir in Caldo durch 6 verschiedene Effektmodule ab. Wenn Instrumente stärker angeschlagen werden, dann gewinnen sie dadurch häufig auch an Präsenz und es werden verschiedene Frequenzbänder dadurch deutlicher und lauter im Verhältnis. Um das abzubilden, haben wir als erstes Effektmodul Emphasis hier drin. Emphasis gibt uns die Möglichkeit, ein Frequenzband, welches wir hier auswählen können, dynamisch zu betonen. Es folgt also dem aktuellen Pegel unseres Signals. Mit Mix lässt sich einstellen, wie laut dieses entsprechende Frequenzband zu hören sein soll. Das nächste Effektmodul hier ist Transient Boost. Das ist der Gegenspieler zu Transient Cut auf der anderen Seite und gibt uns hier die Möglichkeit, bei jedem Anschlag die Transienten zu betonen und lauter zu machen im Verhältnis zum Rest. Außerdem haben wir die Möglichkeit, die Länge des Signals hier ein bisschen zu verlängern mit Release, sodass jedes unserer Samples länger ausklingt. Dadurch bekommen vor allem perkussive Signale sehr viel Präsenz und wirken psychoakustisch lauter.
An dieser Stelle noch ein Hinweis zu Transient Boost und Transient Cut. Der Hüllkurvenfolge hier drin ist für perkussive Signale ausgelegt und sollte deswegen besonders auf Verhalten oder Delay-Signalen mit Vorsicht verwendet werden, da es durchaus sein kann, dass er ein solches Delay mal als neuen Anschlag wahrnimmt. Das lässt sich durch die Sensitivity auf der rechten Seite im Advanced-Bereich beheben. Instrumente wirken auch besonders dann lauter und stärker und präsenter, wenn ihr Frequenzspektrum breiter wird. Das bedeutet, dass mehr Tiefen und mehr Höhen im Signal vorhanden sind. Für die Tiefen haben wir hier drin das Effektmodul Hypobass entwickelt. Hypobass ist ein unglaublich starkes Effektmodul in Caldo, das unserem Signal ganz viel Low-End hinzufügen kann. Das macht es mit einer Kombination aus subharmonischen, einem Kompressor und Distortion. Und das Ganze können wir hauptsächlich über diese beiden Regler steuern, Mix und Warmth. Mit Mix mischen wir den Bassanteil hinzu und mit Warmth können wir bestimmte Frequenzanteile noch betonen und das Signal insgesamt wärmer klingen lassen. Hypobass hat auch einen Solo-Schalter, mit dem wir ausschließlich das Signal, was Hypobass hinzufügt, hören können. Für jedes unserer Effektmodule befindet sich auf der rechten Seite noch ein Advanced-Bereich, in dem es weitere Parameter gibt, mit dem sich der Effekt feintunen lässt. Die wichtigsten Parameter finden sich aber immer direkt auf der Page des aktuellen Effektmoduls. Yeah, and you don't stop, 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 yeah, and you don't stop. And you don't stop, yeah. Das nächste Effektmodul in Caldo ist Distortion. Damit bekommen wir die Möglichkeit, unserem Signal noch mehr Höhenanteile hinzuzufügen, indem wir es anzerren. Und dafür nutzen wir den Mix-Regler, um das verzerrte Signal zuzumischen, und haben den Drive-Regler, um die Stärke der Verzerrung einzustellen. Als nächstes folgt das Effektmodul Noise. Das ist ebenfalls parallel geschaltet und gibt uns die Möglichkeit, verschiedene Arten von Rauschen zuzumischen, um ebenfalls das Obertonspektrum anzureichern. Noise hat ebenfalls wie Hypobass einen Solo-Taster und hiermit können wir uns die 44 eingebetteten Rauscharten alle auch solo anhören. Im Noise-Modul ist ein Envelope-Follower integriert, der uns die Möglichkeit gibt, damit dem Originalpegel unseres Signals zu folgen. Mit Attack und Release können wir einstellen, wie schnell der Envelope-Follower diesem Signal folgen soll. Wenn wir Noise leicht zumischen, können wir damit unserem Signal auf ganz natürliche Weise mehr Fülle und Intensität dazugeben. Wenn wir den Mix-Regler allerdings weiter nach oben stellen, lassen sich damit auch sehr krasse Effekte erzeugen und es lässt sich auch im Sounddesign wunderschön verwenden. Zum Schluss kann das gesamte Signal auch mit allen parallel geschalteten Signalwegen in einen Kompressor gehen und mit diesem Modul haben wir die Möglichkeit, das Signal insgesamt nochmal zu verdichten und dadurch psychoakustisch lauter klingen zu lassen. Dies ist ein sehr flexibler Kompressor, der sowohl mit perkussiven Signalen als auch mit flächigen Signalen sehr gut umgehen kann, hat im Advanced-Bereich Attack, Release und Ratio und wird an sich über Input und Output geregelt.
Die Wirkung jedes der Effektmodule auf der oberen Seite von Caldo wird ebenfalls durch den zentralen Intensitätsslider skaliert. Hier lässt sich ebenfalls durch diesen Range-Bereich an jedem Effektmodul auf der linken Seite einstellen, in welchem oberen Bereich der Effekt wirken soll. In der Standardeinstellung von Caldo regelt der große Regler in der Mitte die Intensität stufenlos. Wir können hier im Output-Modul mit dem Step-Size-Regler allerdings auch einstellen, dass wir diesen Regler gern in Schritten verwenden möchten. Und so wird er digital gerastert, ja, bis hin zu der Reduktion auf 3 Positionen. Diese Funktion der Step Size ist besonders für das Sample Sound Design interessant, wenn man aus bestehenden Samples eine Vielzahl von verschiedenen Intensitätsstufen kreieren möchte, um sie später beispielsweise in einen Sampler zu integrieren. Da Caldo mit sehr großen Pegelunterschieden arbeitet, gibt es im Output-Modul noch die Möglichkeit, über Dynamics und Volume insgesamt die Dynamik zu regulieren. Dynamik auf der linken Seite reduziert das Verhältnis zwischen minimalem und maximalem Wert und auf der rechten Seite verstärkt es diesen. Mit Volume lässt sich der insgesamte Ausgangspegel von Caldo reduzieren. Für alle Fälle befindet sich noch ein Safe Peak Soft Clip Limiter, der sich hier mit Safe Peak ein- und ausschalten lässt am Ausgang von Caldo. Weitere Tutorials rund um Caldo gibt es auf meinhomestudio.de/Caldo. Hier oben habe ich zum Beispiel gezeigt, wie man in Cubase das Modulationsrad des Keyboards mit dem Hauptregler in Caldo verknüpfen kann, sodass man damit die Intensität steuern kann. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und viel Spaß mit Caldo.